Lektion 1: Zeitmanagement. Hallo Anna, hier auch. Ich hatte in letzter Zeit Schwierigkeiten, meinen Zeitplan einzuhalten. Wie steht's mit dir? Hallo John. Ich kann das nachvollziehen. Zeitmanagement kann eine Herausforderung sein, besonders wenn es viele Aufgaben zu bewältigen gibt. Absolut. Ich lasse mich leicht ablenken und mache nicht das Beste aus meiner Zeit. Eine Strategie, die mir geholfen hat, ist, klare Ziele für jeden Tag zu setzen und Aufgaben zu priorisieren. Das ist ein guter Ansatz. Ich sollte versuchen, mir konkrete Ziele zu setzen, um konzentriert und organisiert zu bleiben. Eine weitere hilfreiche Technik besteht darin, größere Aufgaben in kleinere, überschaubarere Aufgaben aufzuteilen. Das macht Sinn. Wenn Sie Aufgaben in kleinere Schritte unterteilen, können sie weniger überwältigend erscheinen. Ja, und es gibt Ihnen ein Gefühl des Fortschritts, wenn Sie jede kleinere Aufgabe erledigen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Hast du noch weitere Tipps für ein besseres Zeitmanagement? Eine Sache, die für mich funktioniert, ist die Verwendung eines Planers oder eines digitalen Kalenders, um meine Aktivitäten zu planen. Das ist ein guter Vorschlag. Eine visuelle Darstellung meines Zeitplans kann mir helfen, den Überblick zu behalten. Darüber hinaus ist es wichtig, Zeit für Pausen und Selbstpflege einzuplanen. Es hilft, die Produktivität aufrechtzuerhalten. Du hast recht. Ich vergesse oft, Pausen einzulegen, und das wirkt sich auf lange Sicht auf meine Produktivität aus. Denken Sie daran, es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Ruhe zu finden. Pausen können die Effizienz tatsächlich steigern. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Manchmal übersieht man leicht, wie wichtig Selbstfürsorge ist. Absolut. Auf uns selbst aufzupassen ist entscheidend für das allgemeine Wohlbefinden und ein effektives Zeitmanagement. Vielen Dank, dass Sie diese Tipps geteilt haben. Ich schätze Ihre Erkenntnisse. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, gutes Zeitmanagement zu üben erfordert Zeit und Mühe. Ich verstehe. Ich werde mit der Umsetzung dieser Strategien beginnen und auf ein besseres Zeitmanagement hinarbeiten. Großartig. Ich bin zuversichtlich, dass Sie durch konsequentes Üben Verbesserungen bei der effektiven Zeiteinplanung feststellen werden. Ich danke dir. Ich bin dankbar für deine Unterstützung. Auf ein besseres Zeitmanagement und mehr Produktivität. Lektion 2: Überlegungen zum Outsourcing. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit einige Fachzeitschriften gelesen. Sollten wir erwägen, einige unserer Aufgaben auszulagern? Hallo John, das ist eine interessante Idee. Das Outsourcing bestimmter Aufgaben kann seine Vorteile haben. An welche Aufgaben denken Sie? Nun, ich habe darüber nachgedacht, unseren Kundensupport an ein spezialisiertes Callcenter auszulagern. Das könnte eine gute Idee sein. Es würde uns ermöglichen, uns stärker auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig einen qualitativ hochwertigen Kundenservice sicherzustellen. Ja, und es könnte uns auch helfen, langfristig Kosten zu sparen. Wir könnten verschiedene Outsourcing-Optionen prüfen und Preise vergleichen. Absolut. Es ist wichtig, gründliche Nachforschungen anzustellen und einen zuverlässigen Outsourcing-Partner zu finden, der unseren Bedürfnissen entspricht.
Wir könnten damit beginnen, einige Outsourcing-Unternehmen zu kontaktieren und Vorschläge einzuholen, um zu sehen, was sie anbieten können. Das ist ein guter Plan. Wir können Ihre Dienstleistungen, Ihr Fachwissen und Ihre Preise bewerten, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ein weiterer Vorteil des Outsourcings besteht darin, dass es den Zugang zu speziellen Fähigkeiten und Ressourcen ermöglicht, die wir möglicherweise nicht intern haben. Das ist wahr. Wir können auf das Fachwissen von Fachleuten zurückgreifen, die sich bestimmten Bereichen unseres Geschäfts widmen. Es würde uns auch ermöglichen, unseren Betrieb in Spitzenzeiten oder wenn wir zusätzliche Unterstützung benötigen, einfacher zu skalieren. Diese Flexibilität kann ein erheblicher Vorteil für unser Unternehmen sein. Wir können uns effizienter an sich ändernde Anforderungen anpassen. Wir sollten jedoch auch die potenziellen Herausforderungen des Outsourcings wie Kommunikation und Datensicherheit berücksichtigen. Absolut. Wir müssen sicherstellen, dass eine klare und effektive Kommunikation zwischen unserem Team und dem Outsourcing-Partner besteht. Und wir müssen angemessene Datenschutzmaßnahmen ergreifen und sicherstellen, dass vertrauliche Informationen sicher behandelt werden. Ich stimme zu. Es ist wichtig, angemessene Verträge und Vereinbarungen zu haben, um unsere Interessen zu schützen und die Vertraulichkeit zu wahren. Insgesamt kann Outsourcing ein strategischer Schritt für unser Unternehmen sein, aber wir müssen die Vor- und Nachteile abwägen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Definitiv. Es ist wichtig, die potenziellen Vorteile gegen die Risiken abzuwägen und sicherzustellen, dass das Outsourcing unseren Zielen entspricht. Ich freue mich, dass wir das besprochen haben. Es hat mir einen klareren Überblick über die Möglichkeiten und Überlegungen des Outsourcings gegeben. Ich freue mich, dass ich zu der Diskussion beitragen konnte. Lassen Sie uns dieses Thema weiter untersuchen und eine fundierte Entscheidung treffen. Absolut. Lassen Sie uns mehr Informationen sammeln und eine gut durchdachte Entscheidung treffen, von der unser Unternehmen langfristig profitieren wird. Lektion 3: Reiseziele. Hallo Anna, ich habe nach Reisezielen gesucht und brauche einen Rat. Kannst du mir helfen? Hallo John. Natürlich helfe ich gerne weiter. Welche Ziele ziehen Sie in Betracht? Ich habe großartige Dinge über Halong Bay und Hoi An gehört. Sie sind beide in Vietnam und ich denke darüber nach, sie auf meine Liste zu setzen, die man unbedingt besuchen muss. Oh, das sind hervorragende Entscheidungen. Ich stimme vollkommen zu. Halong Bay ist bekannt für ihre atemberaubenden Kalksteininseln und ihr smaragdgrünes Wasser. Genau das hat meine Aufmerksamkeit erregt. Die Bilder, die ich gesehen habe, sind atemberaubend. Ich kann es kaum erwarten, die Schönheit persönlich zu erleben. Du wirst nicht enttäuscht sein. Halong Bay bietet verschiedene Aktivitäten wie Kajakfahren und Bootstouren, bei denen Sie die faszinierende Landschaft erkunden können. Kajakfahren und Bootstouren klingen nach fantastischen Möglichkeiten, um in die Naturwunder der Halong-Bucht einzutauchen. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Und vergessen Sie nicht, die nahegelegenen Höhlen wie die berühmte Sung Sot-Höhle zu besuchen. Sie sind wie verborgene Schätze, die darauf warten, entdeckt zu werden. Ich werde sicherstellen, dass ich auch die Höhlen erkunde. Das wird meiner Reise ein zusätzliches Element des Abenteuers hinzufügen. Lassen Sie uns jetzt über Hoi An sprechen. Hoi An ist eine bezaubernde Stadt, die für ihre gut erhaltene alte Architektur und ihr pulsierendes Laternenfest bekannt ist. Die Kombination aus Geschichte und Kultur zieht mich nach Hoi An.
Ich freue mich darauf, durch die Straßen zu schlendern und die Atmosphäre zu genießen. Besuchen Sie unbedingt die japanische überdachte Brücke, ein Wahrzeichen der Stadt. Sie ist ein wunderschönes Beispiel japanischer Architektur und hat historische Bedeutung. Die japanische überdachte Brücke steht definitiv auf meiner Liste. Ich lerne gerne über verschiedene Kulturen und ihre architektonischen Einflüsse. In Hoi An finden Sie auch zahlreiche Schneidereien. Es ist berühmt für seine maßgeschneiderte Kleidung. Sie können Unikate nur für Sie anfertigen lassen. Das ist faszinierend. Maßgeschneiderte Kleidung wäre ein besonderes Andenken an meine Reise. Ich werde mir auf jeden Fall die Schneidereien ansehen. Wunderbar! Vietnam ist ein wunderschönes Land, das so viel zu bieten hat. Halong Bay und Hoi An sind nur ein Vorgeschmack auf das reiche kulturelle Erbe. Ich kann es kaum erwarten, alles zu erleben. Danke für deine Empfehlungen. Ihre Erkenntnisse waren für die Gestaltung meiner Reisepläne von unschätzbarem Wert. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, die lokale Küche zu genießen und die freundlichen Vietnamesen kennenzulernen. Absolut. Das Probieren des lokalen Essens und der Kontakt zu den Einheimischen sind wesentliche Bestandteile meines Reiseerlebnisses. Ich schätze deine Hilfe. Lektion 4: Geheimnisse bewahren. Hallo Anna, musstest du jemals ein Geheimnis für dich behalten, das schwer zu bewahren war? Hallo John. Oh, auf jeden Fall. Es gab Zeiten, in denen ich meine Lippen versiegeln musste, um das Geheimnis nicht preiszugeben. Es kann schwierig sein, oder? Wie schafft man es, ein Geheimnis zu bewahren, ohne es zu verraten? Ein Ansatz, den ich für hilfreich halte, besteht darin, mich daran zu erinnern, wie wichtig Vertrauen ist und welche Konsequenzen es hat, wenn man das Geheimnis preisgibt. Das ist ein gutes Argument. Wenn wir die Bedeutung von Vertrauen betonen, können wir uns auch weiterhin dafür einsetzen, das Geheimnis zu bewahren. Absolut. Ich versuche auch, Situationen oder Gespräche zu vermeiden, in denen das Geheimnis versehentlich ans Licht kommen könnte. Das ist eine kluge Strategie. Wenn Sie sich von potenziellen Auslösern fernhalten, können Sie die Wahrscheinlichkeit verringern, dass das Geheimnis versehentlich gelüftet wird. Außerdem lenke ich das Gespräch ab, wenn jemand anfängt, dem Thema des Geheimnisses zu nahe zu kommen. Das ist eine kluge Taktik. Das Umleiten des Gesprächs kann helfen, Ausrutscher zu vermeiden und die Geheimhaltung zu wahren. Außerdem wähle ich meine Vertrauten mit Bedacht aus. Ich teile das Geheimnis nur mit Personen, denen ich absolut vertraue und von denen ich weiß, dass sie es vertraulich behandeln können. Die Auswahl vertrauenswürdiger Personen ist von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie ein Geheimnis mit der falschen Person teilen, kann dies zu unbeabsichtigten Lecks führen. Exakt. Es ist wichtig, die Zuverlässigkeit und Diskretion der Menschen zu beurteilen, denen wir uns anvertrauen. Gibt es Techniken, mit denen Sie der Versuchung widerstehen, das Geheimnis mit anderen zu teilen? Ja, ich erinnere mich an die möglichen negativen Folgen und die Auswirkungen, die dies auf die Person haben kann, die mir das Geheimnis anvertraut hat. Das ist ein gutes Argument. Die Berücksichtigung des potenziellen Schadens, der durch die Enthüllung des Geheimnisses entstehen könnte, kann uns helfen, der Versuchung zu widerstehen. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Bewahren eines Geheimnisses unsere Integrität und Zuverlässigkeit als Individuen beweist.
Ich stimme zu. Als jemand bekannt zu sein, dem vertrauliche Informationen anvertraut werden können, ist ein wertvoller Ruf, den es zu wahren gilt. Definitiv. Vertrauen ist ein grundlegender Aspekt jeder Beziehung, und um dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten, müssen wir unsere Geheimhaltungsverpflichtungen einhalten. Es ist klar, dass das Bewahren eines Geheimnisses Disziplin und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein erfordert. Absolut. Es ist eine Fähigkeit, die im Laufe der Zeit entwickelt und gestärkt werden kann. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Es war hilfreich, mehr über verschiedene Strategien zur Geheimhaltung zu erfahren. Lektion 5: Reiseplanung. Hallo Anna, ich habe über unsere bevorstehende Reise nachgedacht. Wir sollten unsere Reiseroute so planen, dass wir nichts verpassen. Hallo John. Das ist eine gute Idee. Wir können eine Mischung aus beliebten Touristenattraktionen und Juwelen abseits der Touristenpfade anbieten. Definitiv. Wir sollten zunächst die Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen des Reiseziels recherchieren, die man gesehen haben muss. Ja, und wir können auch nach besonderen Veranstaltungen oder Festivals suchen, die während unseres Besuchs stattfinden. Es wäre toll, die lokale Kultur zu erleben. Das ist ein gutes Argument. Wir möchten keine einzigartigen kulturellen Erlebnisse verpassen. Wir sollten diese auf unserer Reiseroute markieren. Absolut. Es ist auch wichtig, für jede Aktivität oder Attraktion genügend Zeit einzuplanen. Wir wollen uns nicht gehetzt fühlen. Richtig. Wir sollten die Öffnungszeiten von Museen und anderen Sehenswürdigkeiten berücksichtigen, um unseren Zeitplan entsprechend zu planen. Eine weitere Sache, die Sie beachten sollten, sind die verfügbaren Transportmöglichkeiten. Wir sollten nach den bequemsten Fortbewegungsmöglichkeiten suchen. Gute Überlegung. Wir können uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen oder Zügen sowie mit geführten Touren oder Fahrradverleihen befassen. Es wäre auch hilfreich, sich an Freunde oder Bekannte zu wenden, die schon einmal am Ziel waren. Sie könnten Empfehlungen haben. Ja, Insider-Tipps zu erhalten kann wertvoll sein. Sie können versteckte Juwelen oder lokale Restaurants vorschlagen, die wir in Reiseführern nicht finden würden. Absolut. Wir können auch Online-Reiseforen oder Apps verwenden, um Bewertungen und Empfehlungen von anderen Reisenden zu lesen. Das ist eine tolle Idee. Wenn wir von den Erfahrungen anderer Menschen hören, können wir besser einschätzen, was uns erwartet und uns helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir sollten unsere Reiseroute auch etwas flexibel gestalten, um unerwarteten Entdeckungen oder spontanen Aktivitäten Rechnung zu tragen. Ich stimme zu. Raum für Spontanität zu lassen, kann oft zu den unvergesslichsten Erlebnissen während einer Reise führen. Schließlich sollten wir bei der Planung unserer Reiseroute ein Budget im Auge behalten. Es ist wichtig, Mittel für Unterkünfte, Mahlzeiten und Aktivitäten bereitzustellen. Absolut. Wir wollen nicht zu viel ausgeben oder von unerwarteten Ausgaben überrascht werden. Die Budgetierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Reiseplanung. Einverstanden. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren können wir eine ausgewogene Reiseroute erstellen, die es uns ermöglicht, das Beste aus unserer Reise herauszuholen. Ich freue mich darauf, mit der Planung zu beginnen und sicherzustellen, dass wir ein unvergessliches Reiseerlebnis haben. Lass uns anfangen. Definitiv.
Lassen Sie uns die Informationen sammeln, die wir benötigen, und eine Reiseroute erstellen, die das Beste, was das Reiseziel zu bieten hat, kombiniert. Ich freue mich darauf. Diese Reise wird fantastisch. Lektion 6: Aufregende Hobbys. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit verschiedene Hobbys erforscht. Es war ziemlich interessant. Was ist mit dir? Hallo, das klingt faszinierend. Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit verschiedenen Hobbys. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen. Nun, ich gehe einigen dieser Hobbys seit mehreren Jahren nach, während ich andere erst kürzlich aufgenommen habe. Das ist beeindruckend. Es muss lohnend sein, deine Fähigkeiten im Laufe der Zeit weiterentwickelt zu haben. Absolut. Es ist erfüllend, Fortschritte und Verbesserungen bei den Aktivitäten zu sehen, die mir Spaß machen. Ich versuche ein Hobby zu finden, dem ich langfristig nachgehen kann. Irgendwelche Vorschläge? Es gibt so viele Möglichkeiten. Was sind deine Interessen oder Dinge, die du schon immer ausprobieren wolltest? Fotografie und Malerei haben mich schon immer fasziniert. Denken Sie, das sind gute Optionen? Definitiv. Fotografieren und Malen sind wunderbare Hobbys, die kreative Möglichkeiten zur Selbstdarstellung bieten. Das ist ermutigend zu hören. Ich werde sie ausprobieren und sehen, welche von ihnen bei mir am meisten ankommt. Das ist ein großartiger Ansatz. Das Erkunden verschiedener Hobbys wird dir helfen, deine wahre Leidenschaft zu entdecken. Ich bin auch daran interessiert, ein Musikinstrument zu lernen. Hast du jemals versucht, ein Instrument zu spielen? Ja, habe ich. Ich spiele jetzt seit mehreren Jahren Klavier und es war eine erfüllende Reise. Das ist beeindruckend. Wie hast du angefangen, Klavier zu lernen? Ich nahm Unterricht, als ich jünger war, und entwickelte schließlich eine Liebe zum Spielen. Übung und Hingabe spielten eine wichtige Rolle. Das ist inspirierend. Ich werde versuchen, einen Anfängerkurs für das Instrument zu finden, das ich wähle. Das ist eine gute Idee. Von einem Lehrer zu lernen oder einer Gruppenklasse beizutreten, kann Anleitung und Unterstützung bieten. Beschäftigen Sie sich neben Ihren Hobbys auch körperlich oder sportlich? Ja, das tue ich. Ich gehe gerne regelmäßig laufen und praktiziere Yoga, um aktiv zu bleiben und einen gesunden Lebensstil aufrechtzuerhalten. Das ist großartig. Körperliche Aktivitäten sind eine fantastische Möglichkeit, Körper und Geist in Form zu halten. Absolut. Bewegung und Sport verbessern das allgemeine Wohlbefinden und können auch viel Spaß machen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen und Vorschläge geteilt haben. Ich freue mich darauf, diese Hobbys weiter zu erforschen. Lektion 7: Wertgegenstände mit einem Safe schützen. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, einen Safe für deine Wertsachen zu benutzen? Hallo John. Ja, habe ich. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, die Sicherheit und den Schutz wichtiger Gegenstände zu gewährleisten. Absolut.
Safes werden in der Regel von Banken angeboten und bieten eine sichere Aufbewahrungsoption. Sie sind in der Tat sicher. Die Boxen werden normalerweise in einem Tresor mit fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen aufbewahrt. Das ist richtig. Die Tresore sind mit Überwachungssystemen und Zugangskontrollen ausgestattet, um unbefugten Zutritt zu verhindern. Es ist beruhigend zu wissen, dass unsere Wertsachen geschützt sind. Sicherheit hat oberste Priorität. Definitiv. Safes sind besonders nützlich, um wichtige Dokumente wie Pässe, Testamente oder Eigentumsurkunden aufzubewahren. Sie eignen sich auch hervorragend zur Aufbewahrung wertvoller Gegenstände wie Schmuck, Erbstücke oder seltener Sammlerstücke. Absolut. Wenn Sie diese Gegenstände in einem Safe aufbewahren, wird das Risiko von Verlust oder Beschädigung minimiert. Es ist wichtig zu beachten, dass der Inhalt eines Safes in der Regel nicht versichert ist. Wir sollten uns bei der Bank nach ihren Richtlinien erkundigen. Das ist ein gutes Argument. Wir sollten uns nach Versicherungsmöglichkeiten erkundigen oder erwägen, eine separate Deckung für unsere Wertsachen abzuschließen. Darüber hinaus ist es wichtig, ein Inventar der Artikel zu führen, die wir im Safe aufbewahren. Dokumentation ist der Schlüssel. Absolut. Ein detailliertes Inventar hilft uns, den Überblick über unser Eigentum zu behalten und bei Bedarf einen Eigentumsnachweis vorzulegen. Beim Betreten des Safes müssen wir in der Regel einen gültigen Ausweis vorlegen. Es ist eine zusätzliche Sicherheitsebene. Richtig. Banken benötigen eine Identifizierung, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen auf die Box zugreifen können. Es ist auch wichtig, den Schlüssel oder die Zugangskarte der Box sicher und getrennt von unseren persönlichen Gegenständen aufzubewahren. Absolut. Wir sollten den Schlüssel oder die Zugangskarte mit der gleichen Sorgfalt und Sicherheit behandeln wie die Wertsachen in der Box. Schließlich empfiehlt es sich, die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank in Bezug auf das Schließfach zu überprüfen. Es ist wichtig, informiert zu sein. Das ist richtig. Wir sollten die Gebühren, Öffnungszeiten und alle anderen relevanten Richtlinien verstehen, bevor wir einen Safe mieten. Ich danke dir. Ich freue mich über Ihre Erkenntnisse zu den Vorteilen und Überlegungen, die die Verwendung eines Schließfachs mit sich bringt. Ich danke dir auch. Es ist immer wichtig, der Sicherheit und dem Schutz unserer Wertsachen Priorität einzuräumen. Bleib sicher und geborgen. Lektion 8: Spaß und Bewegung. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, eine lustige Veranstaltung für alle in unserer Community zu organisieren. Was denkst du? Hallo John. Das ist eine großartige Idee. Es ist wichtig, dass die Menschen einen Raum haben, an dem sie Spaß haben und Sport treiben können. Ich bin mir sicher, dass es gut aufgenommen wird. Ich dachte darüber nach, einen Gemeinschaftssporttag zu veranstalten. Wir können verschiedene Spiele und Aktivitäten für Menschen jeden Alters anbieten. Das klingt fantastisch. Es wird alle ermutigen, zusammenzukommen, Kontakte zu knüpfen und aktiv zu bleiben. Genau. Wir können Freundschaftswettkämpfe wie Staffelläufe, Tauziehen und sogar ein Rennen mit 3 Beinen veranstalten. Das sind hervorragende Ideen. Das wird den Wettbewerbsgeist zum Vorschein bringen und eine lebendige Atmosphäre schaffen.
Ich erwäge auch, einige Aktivitäten ohne Wettkampf wie Yoga oder Tanzkurse für diejenigen anzubieten, die eine andere Art von Bewegung bevorzugen. Das ist eine durchdachte Ergänzung. Es ist wichtig, auf unterschiedliche Interessen und Fitnessniveaus einzugehen. Ich dachte darüber nach, auch ein paar gesunde Erfrischungen zur Verfügung zu haben, wie Obstspieße und aufgegossenes Wasser. Das ist eine tolle Idee. Es fördert gesunde Essgewohnheiten und bietet allen einen erfrischenden Genuss. Ich brauche ein paar Freiwillige, die bei der Organisation helfen. Wären Sie daran interessiert zu helfen? Unbedingt. Ich helfe gerne mit und helfe mit, dass die Veranstaltung ein Erfolg wird. Das ist fantastisch. Ihr Fachwissen und Ihre Begeisterung werden von unschätzbarem Wert sein. Ich danke dir. Ich freue mich, zu einer so unterhaltsamen und bedeutungsvollen Veranstaltung beizutragen. Lassen Sie uns mit der Planung beginnen und das Wort verbreiten. Ich bin sicher, unsere Community wird die Mühe zu schätzen wissen. Definitiv. Wir können Flyer erstellen und soziale Medien nutzen, um Interesse zu wecken und Teilnehmer zu gewinnen. Tolle Idee. Wir werden sicherstellen, dass jeder über den bevorstehenden Gemeinschaftssporttag Bescheid weiß. Ich freue mich darauf. Es wird eine wunderbare Gelegenheit für unsere Gemeinschaft sein, zusammenzukommen. Danke für deine Unterstützung. Gemeinsam können wir eine unvergessliche und unterhaltsame Veranstaltung gestalten. Lektion 9: Schlafzimmerdekor. Hallo Anna, ich habe mein Schlafzimmer neu eingerichtet und ein Kunstwerk gefunden, das perfekt zu meiner Schlafzimmereinrichtung passt. Hallo John. Das ist großartig. Das richtige Kunstwerk zu finden, kann einen Raum wirklich zusammenfügen. Welche Art von Kunstwerken hast du gefunden? Es ist ein wunderschönes Landschaftsgemälde mit lebendigen Farben und einer ruhigen Atmosphäre. Es verleiht meinem Raum einen Hauch von Natur. Das klingt reizend. Kunstwerke können ein beruhigendes und einladendes Ambiente in einem Schlafzimmer schaffen. Definitiv. Ich habe nach einem Stück gesucht, das meinen persönlichen Stil widerspiegelt und ein Gefühl von Ruhe vermittelt. Es ist wichtig, sich mit Dingen zu umgeben, die bei Ihnen ankommen und dafür sorgen, dass Sie sich in Ihrem eigenen Raum wohlfühlen. Absolut. Ich glaube, dass unsere Umwelt unsere Stimmung und unser Wohlbefinden stark beeinflusst. Du hast absolut recht. Ein gut eingerichtetes Schlafzimmer kann zu einer erholsamen und friedlichen Atmosphäre beitragen. Neben den Kunstwerken habe ich auch darüber nachgedacht, meinem Bett ein paar dekorative Kissen und eine kuschelige Decke hinzuzufügen. Das ist eine tolle Idee. Kissen und Decken können Ihrem Schlafzimmer sowohl Komfort als auch optisches Interesse verleihen. Ich habe verschiedene Designs und Texturen durchsucht, um solche zu finden, die zum Gesamtthema passen. Das Experimentieren mit verschiedenen Mustern, Farben und Texturen kann Ihrem Schlafzimmerdekor Tiefe und Charakter verleihen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, die richtige Balance zu finden und einen Raum zu schaffen, der Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Absolut. Ihr Schlafzimmer sollte ein Ort sein, an dem Sie sich nach einem langen Tag entspannen und erholen können. Das ist genau das, was ich anstrebe. Ein friedlicher Zufluchtsort, an dem ich neue Energie tanken und mich inspiriert fühlen kann. Ich bin mir sicher,
dass Ihr Schlafzimmer mit Ihrer Liebe zum Detail und Ihrer durchdachten Herangehensweise wunderschön werden wird. Ich danke dir. Ich weiß deine Ermutigung zu schätzen. Ich freue mich auf das Endergebnis. Lektion 10: Auf der Suche nach Flugangeboten. Hallo Anna, hast du schon einmal tolle Flugangebote gefunden? Irgendwelche Tipps? Hallo John. Ja, ich habe schon einige tolle Angebote gefunden. Ein Tipp ist, nach Blitzverkäufen oder Werbeaktionen der Fluggesellschaften Ausschau zu halten. Es kann Ihnen viel Geld sparen. Das ist gut zu hören. Ich plane bald eine Reise. Woher kommst du ursprünglich? Ich komme aus Kalifornien. Oh, ich komme ursprünglich aus New York. Es ist eine geschäftige Stadt, in der es so viel zu entdecken gibt. Was ist mit Kalifornien? Was magst du daran am meisten? Kalifornien ist bekannt für seine schönen Strände und das sonnige Wetter. Ich liebe die Outdoor-Aktivitäten, die es bietet, wie Wandern und Surfen. Es ist ein großartiger Ort, um sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Das klingt wunderbar. Ich wollte schon immer Kalifornien besuchen. Vielleicht plane ich bald eine Reise dorthin. Hast du Empfehlungen für Orte, die du unbedingt besuchen musst? Unbedingt. Sie sollten auf jeden Fall die atemberaubende Küste von Big Sur besuchen und die ikonische Stadt San Francisco mit ihrer Golden Gate Bridge erkunden. Und lassen Sie sich natürlich nicht den Glamour von Los Angeles und die atemberaubende Schönheit des Yosemite Nationalparks entgehen. Wow, das klingt alles nach tollen Orten, die man besuchen sollte. Ich werde sicherstellen, dass ich sie zu meiner Reiseliste hinzufüge. Übrigens, hast du irgendwelche Tipps für die Suche nach bezahlbaren Unterkünften? Sicher. Ein Tipp ist, in budgetfreundlichen Unterkünften wie Hostels oder Gästehäusern zu übernachten. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Online-Plattformen zu nutzen, die Angebote für Hotels und Ferienwohnungen anbieten. Wenn Sie bei Ihren Terminen flexibel sind, können Sie auch bessere Preise finden. Das ist ein guter Rat. Eine flexible Terminplanung kann einen erheblichen Unterschied bei der Suche nach erschwinglichen Unterkünften ausmachen. Das werde ich bei der Planung meiner Reise berücksichtigen. Definitiv. Flexibilität ist auch wichtig, wenn es darum geht, die besten Flugangebote zu finden. Manchmal können Sie viel Geld sparen, wenn Sie Ihre Reisedaten um 1 oder 2 Tage anpassen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, offen für verschiedene Reisedaten zu sein. Es bietet Ihnen mehr Optionen und erhöht Ihre Chancen, ein gutes Angebot zu finden. Absolut. Wenn Sie also nach Flügen suchen, achten Sie darauf, verschiedene Reisesuchmaschinen zu verwenden und die Preise zu vergleichen. Und vergessen Sie nicht, sich für den Newsletter der Fluggesellschaften anzumelden, um über Sonderangebote und Rabatte informiert zu werden. Das ist eine kluge Strategie. Ich werde sicherstellen, dass ich mehrere Suchmaschinen verwende und mich für Newsletter anmelde. Es geht darum, Ihre Chancen zu maximieren, diese versteckten Juwelen zu finden. Exakt. Indem Sie proaktiv sind und nach Flugangeboten Ausschau halten, können Sie viel Geld sparen. Frohe Reisen und vielleicht finden Sie einige fantastische Angebote. Danke. Ich schätze die Tipps. Ich freue mich darauf, mit der Planung meiner Reise zu beginnen und hoffentlich einige tolle Flugangebote zu ergattern. Hab einen wundervollen Tag. Du bist willkommen. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Suche nach diesen Angeboten. Viel Spaß bei Ihrer Reiseplanung und haben Sie auch einen fantastischen Tag. Lektion 11: – Effektive Präsentationen.
Hallo Anna, ich brauche einen Rat, wie ich unsere Präsentation unterstützen kann. Hallo John. Klar, ich kann helfen. Bei welchem Aspekt der Präsentation benötigen Sie Unterstützung? Ich dachte darüber nach, Bilder einzubauen. Denkst du, das ist eine gute Idee? Unbedingt. Bilder können dazu beitragen, das Publikum anzusprechen und das Verständnis zu verbessern. Daran habe ich auch gedacht. Was für Bilder schlägst du vor? Je nach Inhalt können Sie Diagramme und Grafiken verwenden, um Daten darzustellen. Guter Punkt. Die Visualisierung von Daten kann das Verständnis erleichtern. Sie können auch erwägen, Bilder und Illustrationen zu verwenden, um Konzepte zu vermitteln. Mir gefällt die Idee. Bilder können die Präsentation optisch ansprechender machen. Eine weitere Option besteht darin, Videos oder Animationen für einen dynamischen Effekt einzufügen. Das klingt interessant. Videos können die Präsentation zum Leben erwecken. Stellen Sie einfach sicher, dass die Bilder relevant sind und Ihre wichtigsten Punkte unterstützen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist wichtig, eine kohärente Botschaft zu haben. Absolut. Die Bilder sollten die gesamte Erzählung verbessern. Wie wäre es mit dem Layout und Design der Präsentationsfolien? Halten Sie das Design sauber und übersichtlich, um den Fokus auf den Inhalt zu behalten. Das macht Sinn. Einfache und professionelle Designs sind in der Regel effektiver. Verwenden Sie lesbare Schriften und geeignete Farben für eine bessere Lesbarkeit. Ich werde dafür sorgen, dass der Text klar und leicht lesbar ist. Danke für den Tipp. Du bist willkommen. Ein einheitliches Design ist auch während der gesamten Präsentation wichtig. Ich werde sicherstellen, dass ein einheitliches Designthema beibehalten wird. Es sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild. Üben Sie außerdem Ihre Präsentation, um sich sicherer und besser vorbereitet zu fühlen. Das ist ein toller Vorschlag. Übung macht einen großen Unterschied bei der Entbindung. Erwägen Sie, Cue-Cards oder Notizen zu verwenden, um während der Präsentation den Überblick zu behalten. Notizen griffbereit zu haben, kann dazu beitragen, einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten. Und denken Sie daran, das Publikum durch Augenkontakt und Körpersprache einzubeziehen. Guter Punkt. Die Verbindung zum Publikum ist entscheidend für eine erfolgreiche Präsentation. Vergessen Sie nicht, am Ende Platz für Fragen und Diskussionen zu lassen. Die Förderung der Interaktion kann die Präsentation ansprechender machen. Ich bin mir sicher, dass Ihre Präsentation mit diesen Strategien fantastisch sein wird. Ich danke dir. Ihr Rat ist von unschätzbarem Wert. Ich schätze Ihre Unterstützung. Lektion 12: Nährende Inhaltsstoffe. Hallo Anna, hast du dich jemals über die Zutaten in unserem Essen gewundert? Hallo John. Absolut. Es ist wichtig zu wissen, was wir konsumieren. Ich habe kürzlich ein Lebensmitteletikett gelesen, auf dem echtes Hühnchen erwähnt wurde. Was heißt das?
Echtes Huhn bedeutet, dass das Produkt echtes Hühnerfleisch enthält. Ah, ich verstehe. Es ist also nicht nur ein Aroma oder eine künstliche Zutat. Das ist richtig. Das bedeutet, dass das verwendete Huhn echt ist und kein Ersatz ist. Das ist beruhigend. Es ist gut zu wissen, dass wir echtes Fleisch konsumieren. Definitiv. Für eine bessere Ernährung ist es wichtig, echten Inhaltsstoffen den Vorzug zu geben. Apropos Ernährung, mir ist aufgefallen, dass in einigen Produkten essentielle Vitamine erwähnt werden. Was heißt das? Essentielle Vitamine beziehen sich auf Nährstoffe, die unser Körper benötigt, um richtig zu funktionieren. Diese Vitamine sind also für unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden notwendig? Ja, essentielle Vitamine spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung verschiedener Körperfunktionen. Das ist faszinierend. Kannst du mir ein Beispiel für ein essentielles Vitamin geben? Vitamin C ist ein essentielles Vitamin, das das Immunsystem unterstützt. Ah, ich habe von Vitamin C und seinen immunstärkenden Eigenschaften gehört. Absolut. Es ist wichtig, eine Vielzahl von essentiellen Vitaminen in unsere Ernährung aufzunehmen. Gibt es noch andere essentielle Vitamine, auf die wir achten sollten? Vitamin D ist ein weiteres essentielles Vitamin, das zur Knochengesundheit beiträgt. Ah, ich habe von der Bedeutung von Vitamin D für starke Knochen gehört. Ja, es ist wichtig, genügend Vitamin D durch Sonnenlicht oder Nahrungsquellen zu sich zu nehmen. Ich werde sicherstellen, dass ich Lebensmittel, die reich an essentiellen Vitaminen sind, in meine Ernährung aufnehme. Das ist eine tolle Idee. Eine ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel für eine optimale Ernährung. Ich stimme zu. Es ist wichtig, darauf zu achten, was wir in unseren Körper aufnehmen. Lektion 13: Vorstellungsgespräche. Hallo Anna, hattest du schon irgendwelche Interviews? Hallo John. Ja, ich hatte kürzlich ein Interview mit einem Technologieunternehmen. Das ist wichtig. Wie ist das Interview gelaufen? Hast du dich vorbereitet gefühlt? Insgesamt lief es gut. Ich hatte mich vorbereitet, indem ich über das Unternehmen recherchiert und häufig gestellte Interviewfragen geübt hatte. Das ist toll zu hören. Vorbereitung ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Interview. Absolut. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Fähigkeiten und Qualifikationen unter Beweis stellen. Haben sie dir während des Interviews irgendwelche herausfordernden Fragen gestellt? Ja, Sie fragten mich nach einer Zeit, in der ich eine schwierige Situation bei der Arbeit überwinden musste. Das kann eine schwierige Frage sein. Wie bist du damit umgegangen? Ich habe ein konkretes Beispiel genannt und erklärt, wie ich das Problem in Zusammenarbeit mit meinem Team gelöst habe. Das ist eine großartige Reaktion. Es ist wertvoll, Teamfähigkeit und Fähigkeiten zur Problemlösung unter Beweis zu stellen. Ich danke dir. Es ist wichtig, bei Interviews klare und präzise Antworten zu geben. Das ist wahr. In der Lage zu sein, effektiv zu kommunizieren, ist entscheidend. Sie fragten mich auch nach meinen langfristigen Karrierezielen.
Wie sind Sie an diese Frage herangegangen? Was hast du gesagt? Ich habe meinen Wunsch geäußert, innerhalb des Unternehmens zu wachsen und in Zukunft mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist eine gute Möglichkeit, Ehrgeiz und Engagement zu zeigen. Ich glaube, es ist wichtig, Ihre Ziele mit den Werten und der Vision des Unternehmens in Einklang zu bringen. Absolut. Arbeitgeber schätzen Kandidaten, die von der Mission des Unternehmens begeistert sind. Sie fragten mich auch nach meinen Stärken und Schwächen. Wie sind Sie mit dieser Frage umgegangen? Hast du irgendwelche Schwächen erwähnt? Ich habe mich darauf konzentriert, meine Stärken hervorzuheben und eine Schwäche erwähnt, an deren Verbesserung ich gearbeitet habe. Das ist ein kluger Ansatz. Es zeigt Selbstbewusstsein und Bereitschaft zu wachsen. Ich danke dir. Es ist wichtig, bei Interviews authentisch und ehrlich zu sein. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich einige Einblicke geben konnte. Haben Sie die nächsten Schritte erwähnt? Ja, Sie haben erwähnt, dass Sie mich innerhalb der nächsten Woche mit einer Entscheidung kontaktieren würden. Das ist aufregend. Ich hoffe, Sie erhalten bald positive Nachrichten. Ich danke dir. Ich drücke die Daumen. Ich werde Sie über das Ergebnis auf dem Laufenden halten. Viel Glück. Ich glaube an deine Fähigkeiten. Halte mich auf dem Laufenden. Lektion 14: Urlaubsunterkünfte. Hallo Anna, hast du darüber nachgedacht, wo du während deines Urlaubs übernachten kannst? Hallo John. Ja, es gibt gemütliche Bed- und Breakfasts, Strandhotels und sogar Ferienwohnungen. Das ist großartig. Was sind die Vorteile eines Aufenthalts in einem Bed und Breakfast? Bed- und Breakfasts bieten ein persönlicheres Erlebnis und beinhalten oft ein hausgemachtes Frühstück. Das klingt reizend. Es ist schön, auf Reisen eine gemütliche und einladende Atmosphäre zu haben. Absolut. Bed- und Breakfasts haben oft einen einzigartigen Charme und Charakter. Was ist mit Strandhotels? Was macht sie zu einer beliebten Wahl? Strandhotels bieten einfachen Zugang zum Strand und einen herrlichen Meerblick. Das ist ein großes Plus. Es ist praktisch, am Strand entspannen zu können, ohne weit zu reisen. Definitiv. Viele Strandhotels verfügen auch über Annehmlichkeiten wie Pools und Strandrestaurants. Klingt nach einer perfekten Option für einen Strandliebhaber wie mich. Ferienwohnungen sind eine weitere Option, die es wert ist, in Betracht gezogen zu werden. Wie unterscheiden sich Ferienwohnungen von Hotels und Bed und Breakfast? Ferienwohnungen sind in der Regel private Immobilien, die Sie für einen kurzen Zeitraum mieten können. Ah, es ist also, als hätten Sie während Ihres Urlaubs ein zweites Zuhause. Exakt. Ferienwohnungen bieten oft mehr Platz und eine Küche für Selbstversorger. Das ist praktisch. Es gibt Ihnen die Freiheit, Ihre eigenen Mahlzeiten zuzubereiten, wenn Sie dies bevorzugen. Ja, dies kann eine kostengünstige Option sein, insbesondere für Familien oder größere Gruppen.
Ich kann mir vorstellen, dass das von Vorteil wäre. Es bietet mehr Flexibilität. Absolut. Es ist wichtig, dass Sie bei der Auswahl der Unterkünfte Ihre Vorlieben und Bedürfnisse berücksichtigen. Gibt es noch andere Arten von Unterkünften, über die wir Bescheid wissen sollten? Es gibt auch Boutique für Hotels, Luxusresorts und Campingplätze für diejenigen, die gerne campen. Wow, es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist wichtig, einige Nachforschungen anzustellen und die beste Lösung zu finden. Definitiv. Das Lesen von Bewertungen und die Überprüfung der Lage und der Ausstattung sind unerlässlich. Ich danke dir. Ihre Einblicke in Urlaubsunterkünfte sind sehr hilfreich. Lektion 15: Sinnvolle Gespräche führen. Hallo Anna, ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist toll, diese Themen gemeinsam zu besprechen. Hallo John. Ich glaube, sinnvolle Gespräche können unsere Perspektiven erweitern. Absolut. Es hilft uns, neue Erkenntnisse zu gewinnen und voneinander zu lernen. Es ist wichtig, offene Diskussionen zu führen und verschiedene Sichtweisen zu berücksichtigen. Ich stimme zu. Es fördert kritisches Denken und fördert ein tieferes Verständnis. Die Diskussion wichtiger Themen ermöglicht es uns auch, unsere eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen. Das ist wahr. Es hilft uns, als Individuen zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Es ist wichtig, einen sicheren und respektvollen Raum für diese Gespräche zu schaffen. Definitiv. Jeder sollte sich wohlfühlen, wenn er seine Meinung äußert. Aktives Zuhören ist bei diesen Diskussionen von entscheidender Bedeutung. Es zeigt Respekt und Empathie. Absolut. Es ist wichtig, anderen zuzuhören, ohne sie zu unterbrechen oder zu beurteilen. Das Stellen durchdachter Fragen kann das Gespräch ebenfalls bereichern. Das ist ein gutes Argument. Fragen helfen uns, tiefer in das Thema einzutauchen und verschiedene Blickwinkel zu erkunden. Der Austausch persönlicher Erfahrungen und Anekdoten kann das Gespräch verständlicher machen. Ja, persönliche Geschichten verleihen Tiefe und stellen eine Verbindung zwischen den Teilnehmern her. Es ist wichtig, eine klare und präzise Sprache zu verwenden, um unsere Gedanken auszudrücken. Ich stimme zu. Effektive Kommunikation stellt sicher, dass unsere Ideen verstanden werden. Wenn Sie auf den Ideen des jeweils anderen aufbauen, kann dies zu einer kollaborativeren Diskussion führen. Das ist wahr. Es ermöglicht uns, gemeinsam ein Thema zu erkunden und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Es ist okay, respektvoll anderer Meinung zu sein. Unterschiedliche Meinungen können interessante Debatten auslösen. Absolut. Wir können voneinander lernen, auch wenn wir unterschiedliche Sichtweisen haben. Die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte am Ende des Gesprächs hilft dabei, die wichtigsten Erkenntnisse zu festigen. Das ist eine großartige Praxis. Es stellt sicher, dass wir das Gespräch mit einem klaren Verständnis verlassen. Das anschließende Nachdenken über das Gespräch kann unser Lernen weiter vertiefen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Selbstreflexion hilft uns, das, was wir besprochen haben, zu verinnerlichen und anzuwenden.
Lektion 16: Einkaufspläne für Lebensmittel. Hallo Anna, ich muss heute einkaufen gehen. Was musst du kaufen? Hallo John. Ich muss etwas frisches Obst und Gemüse für die Woche kaufen. Was ist mit dir? Was steht auf deiner Einkaufsliste? Ich brauche Eier, Brot und Milch. Mir geht das Nötigste aus. Brauchst du sonst noch etwas? Ja, ich muss auch meine Speisekammer mit Reis, Nudeln und Bohnenkonserven auffüllen. Es sind vielseitige Zutaten, die man immer griffbereit haben muss. Haben Sie noch andere Artikel auf Ihrer Liste? Neben den Grundlagen plane ich, Hühnchen, Tomaten und Salat für Salate zu kaufen. Ich möchte diese Woche gesündere Mahlzeiten wählen. Was ist mit dir? Irgendwelche speziellen Speisepläne? Das klingt großartig. Ich habe vor, diese Woche eine Gemüsepfanne und eine Linsensuppe zuzubereiten. Also brauche ich Zutaten wie Karotten, Paprika, Zwiebeln und Linsen. Hast du irgendwelche Rezepte im Kopf? Deine Essenspläne klingen köstlich. Ich denke darüber nach, Spaghetti mit Marinara-Sauce und gegrilltem Hähnchen zuzubereiten. Es ist ein einfaches, aber sättigendes Gericht. Müssen Sie Ihrer Liste noch weitere Artikel hinzufügen? Ich danke dir. Deine Essensideen klingen auch lecker. Ich glaube, ich bin mit meiner Einkaufsliste fertig. Müssen Sie sonst noch etwas kaufen? Ich glaube, ich habe auch alles abgedeckt. Ich werde das noch einmal überprüfen, bevor ich in den Laden gehe. Es ist immer gut, organisiert zu sein. Kaufen Sie lieber in einem bestimmten Lebensmittelgeschäft ein? Normalerweise gehe ich in den Supermarkt in meiner Nähe. Es ist praktisch und bietet eine Vielzahl von Produkten. Was ist mit dir? Hast du ein bevorzugtes Lebensmittelgeschäft? Normalerweise gehe ich auf einen nahegelegenen Markt. Sie haben eine große Auswahl an frischen Produkten und es ist ein lokales Unternehmen, das ich gerne unterstütze. In Ordnung, ich fange an, meine Einkaufstaschen vorzubereiten. Bereit zu gehen? Absolut. Ich schnappe mir auch meine wiederverwendbaren Taschen. Lass uns rausgehen und unsere Einkäufe holen. Haben Sie einen produktiven Einkaufsbummel? Ich danke dir. Lass uns eine erfolgreiche Reise daraus machen. Viel Spaß beim Einkaufen und bis bald. Lektion 17: Herkunft und Reisen. Hallo Anna, das freut mich zu hören. Woher kommst du? Hallo John, ich komme ursprünglich aus Kalifornien. Und du? Oh, das ist interessant. Ich komme aus New York. Also, Kalifornien, hm? Wie ist es dort? Kalifornien ist unglaublich. Es hat wunderschöne Strände, atemberaubende Berge und ein perfektes Klima. Es gibt immer etwas zu tun und zu entdecken. Wow, das klingt nach einem Traumziel. Ich wollte schon immer Kalifornien besuchen. In welchen Städten hast du gelebt? Ich habe in San Francisco und Los Angeles gelebt. Beide Städte haben ihren eigenen Charme und ihre eigenen Attraktionen. San Francisco ist bekannt für die Golden Gate Bridge und Los Angeles bietet eine lebendige Unterhaltungsszene. Das ist fantastisch. Ich habe so viel über San Franciscos ikonische Brücke gehört. Und Los Angeles mit Hollywood und all den Prominenten muss aufregend sein. Was hat dich dazu gebracht, Kalifornien zu verlassen? Nun,
Ich bin zur Arbeit gezogen und auch, um einen anderen Lebensstil zu erleben. Ich wollte neue Möglichkeiten erkunden und in eine andere Kultur eintauchen. Das ist eine mutige Entscheidung. Es erfordert Mut, seine Komfortzone zu verlassen und neue Gebiete zu betreten. Wie war deine Erfahrung bisher? Es war ein ziemliches Abenteuer. Ich habe neue Leute getroffen, neue Lebensmittel probiert und so viel über verschiedene Kulturen gelernt. Es war eine wertvolle Lernerfahrung für mich. Das ist wunderbar zu hören. Reisen und das Leben an verschiedenen Orten können unsere Perspektiven erweitern und uns so viel beibringen. Bist du in andere Länder gereist? Ja, habe ich. Ich hatte das Glück, mehrere Länder in Europa und Asien zu besuchen. Jedes Land hatte seine eigene einzigartige Schönheit und sein eigenes kulturelles Erbe. Das ist beeindruckend. Reisen in verschiedene Länder müssen Sie mit unterschiedlichen Traditionen und Bräuchen vertraut gemacht haben. Hatten Sie irgendwelche Lieblingsziele? Es ist schwer, nur einen auszuwählen. Aber ich habe mich absolut in Italien verliebt. Die reiche Geschichte, Kunst und das köstliche Essen machten es zu einem unvergesslichen Erlebnis. Italien steht definitiv auf meiner Reiseliste. Die Kunst und Küche dort sind weltweit bekannt. Ich werde auf jeden Fall eines Tages zu Besuch kommen. Gibt es noch andere Orte, die du empfiehlst? Griechenland ist ein weiteres Reiseziel, das Sie unbedingt besuchen müssen. Die antiken Ruinen, malerischen Inseln und die herzliche Gastfreundschaft der Einheimischen machen es zu einem wahrhaft magischen Ort. Griechenland klingt unglaublich. Alte Zivilisationen haben mich schon immer fasziniert. Ich werde es auf jeden Fall für meine zukünftigen Reisen in Betracht ziehen. Danke für die Empfehlung. Lektion 18: Nachtmärkte erkunden. Hallo Anna, hast du in dieser Stadt gutes Streetfood entdeckt? Ich habe gehört, dass die Nachtmärkte die beliebtesten Orte sind. Hallo John. Ja, die Nachtmärkte hier sind unglaublich. Sie können eine große Auswahl an köstlichen Streetfood-Optionen finden. Das klingt fantastisch. Kannst du mir einen bestimmten Nachtmarkt empfehlen, den ich besuchen sollte? Unbedingt. Der Riverside Night Market ist sehr beliebt. Er ist bekannt für seine lebendige Atmosphäre und seine köstlichen Imbissstände. Das klingt nach einem großartigen Ausgangspunkt. Welche Art von Essen kann ich dort erwarten? Sie finden eine Mischung aus lokaler und internationaler Küche. Von traditionellen Snacks wie Knödeln und Spießen bis hin zu exotischen Gerichten aus verschiedenen Kulturen. Das ist aufregend. Ich bin immer bereit, neue Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Gibt es Gerichte, die du unbedingt probieren solltest, die du empfehlen würdest? Probieren Sie auf jeden Fall die lokale Spezialität Xiao Long Bao. Es ist eine Art Suppenknödel, gefüllt mit würziger Brühe und Fleisch. Es ist ein Publikumsliebling. Xiao Longbao klingt köstlich. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Gibt es noch etwas, das ich nicht verpassen sollte? Vergessen Sie nicht, den Stinky Tofu zu probieren. Es mag einen starken Geruch haben, aber der Geschmack ist einzigartig und überraschend herrlich. Stinkender Tofu? Ich bin fasziniert. Ich probiere es mal aus. Gibt es vegetarische oder vegane Optionen? Unbedingt.
Viele Imbissstände bieten vegetarische und vegane Gerichte an. Hier finden Sie leckere Optionen wie Gemüse-Frühlingsrollen, Tofu-Gerichte und frische Fruchtsmoothies. Das ist großartig. Es ist gut zu wissen, dass es für jeden Optionen gibt. Kann ich mir meinen Platz auf dem Nachtmarkt aussuchen? In der Regel haben Nachtmärkte offene Sitzbereiche, in denen Sie sitzen und Ihr Essen genießen können. An einigen Ständen befinden sich möglicherweise auch kleine Tische und Stühle in der Nähe. Das ist praktisch. Ich freue mich darauf, das Essen zu genießen und gleichzeitig die lebendige Atmosphäre des Nachtmarktes zu genießen. Es ist eine Erfahrung, die Sie nicht vergessen werden. Die Kombination aus köstlichem Essen, Live-Musik und pulsierender Energie macht es zu einem unvergesslichen Abend. Ich kann es kaum erwarten, den Riverside Night Market zu erkunden und mich mit Streetfood verwöhnen zu lassen. Danke für die Empfehlungen. Du bist willkommen. Genießen Sie Ihr kulinarisches Abenteuer und verbringen Sie eine fantastische Zeit beim Erkunden des Nachtmarktes. Das werde ich. Ich bin mir sicher, es wird eine unglaubliche kulinarische Reise. Ich lasse dich wissen, wie es läuft.